Hallo ihr Lieben, heute wird es richtig zauberhaft. Ich zeige euch, wie ihr ganz einfach Dinge enger oder kleiner nähen könnt oder eine unsichtbare Naht erstellen könnt. Fast wie Magie. Heute sprechen wir über den Matratzenstich, Leiterstich oder eben die Zaubernaht. Das ist eine Variante, wie man eine Naht schließen kann, ohne dass man danach noch den Faden oder sonstiges sieht. Man kann damit auch Kleidung enger nähen, ohne dass etwas überbleibt. Das ist wirklich die einfachste Variante, um eure Kleidung enger zu nähen oder um zum Beispiel mal einen Teddybären zu reparieren. Ich habe aber auch einen speziellen Tipp, wie euch das auch ganz leicht fallen kann. Also wenn ihr jemand seid, der noch nie genäht hat, werdet ihr das nach diesem Video hinbekommen. Ich zeige euch mal die Utensilien, die ihr dafür braucht. Zuerst nehmen wir uns mal das Kleidungsstück vor, das wir enger nähen wollen. Bei mir ist es ein Kleid, das einfach zu weit ist. Deswegen nehme ich mir das an der Stelle, an der es zu viel ist, links und rechts von der Naht, an der es zusammengenäht ist, und markiere mir einmal oben und unten, wo ich es enger machen muss, in V-Form. Diese V-Form zeichne ich dann, wenn ich das Kleid ausgezogen habe, nochmal richtig an. Das hat dann eine Keilform oder eine V-Form. Das funktioniert zum Beispiel auch bei Jeans. Das ist kein Problem. Ich zeichne das hier mit Schneiderkreide an. Du kannst aber auch zum Beispiel einen gängigen Kugelschreiber benutzen. Den kann man einfach mit Leitungswasser bzw. spätestens in der Waschmaschine wieder sehr gut auswaschen. Als nächstes wird noch ein Stück Pappe benötigt, denn jetzt werden wir uns eine Form zuschneiden bzw. eine Schablone. Ich zeichne mir jetzt das V einmal ab auf meine Schablone und schneide sie aus. Jetzt legen wir diese Schablone auf das enger zu machende Kleidungsstück und nehmen uns Garn. In meinem Fall ist das jetzt sehr, sehr dickes Stickgarn. Wenn ihr ein bisschen schmaleres Garn habt, nehmt das sehr gerne. Ich möchte es euch nur gern zeigen, deswegen habe ich hier eine ganz andere Farbe und ein bisschen dickeres Garn. Passt die Farbe gerne dem Kleidungsstück an und nehmt ein bisschen dünneres Garn. Erstmal müsst ihr hinten in das Garn 1 oder 2 Knoten machen, damit es gut hält. Und dann zieht ihr es oben einmal durch. Ich habe jetzt hier meinen Knoten, an dem hält es auch sehr, sehr gut. Der erste Stich geht somit von der Rückseite der Kleidung einmal zur Vorderseite der Kleidung. Jetzt habt ihr Faden und Nadel einmal vorne. Denkt dran, immer euer Dreieck ein bisschen festzuhalten. Mein Faden ist jetzt ein bisschen lang, nehmt auf jeden Fall einen halb so lang, wie ich den hier in dem Video nehme. Als nächstes müssen wir jetzt von dieser rechten Seite einmal quer rüber auf die linke Seite. Am Ende wird unsere Naht aussehen wie eine Leiter. Dafür steche ich die Nadel einmal ein, nehme ungefähr 0,5 cm von meinem Kleidungsstück und steche dann wieder raus. Also ich drehe dafür die Kleidung gar nicht, sondern steche hier durch diese Öffnung quasi einmal durch. Und ziehe dann an meinem Faden, aber nie doll ziehen, immer nur ein kleines bisschen. Wenn euer Dreieck wie bei mir einmal verrutscht, dann setzt es gern wieder ein. Ihr benötigt das auch wirklich nur für den Anfang. Wenn ihr das 1- bis 2-mal gemacht habt, braucht ihr diese Schablone nicht mehr benutzen, sondern näht das schon ganz intuitiv. Jetzt gehen wir wieder rüber auf die rechte Seite und machen nochmal genau das gleiche. Also wir stechen wieder ein, nehmen 0,5 cm vom Stoff mit und kommen wieder raus. Das Ganze macht ihr immer wieder nach links und nach rechts hin und her. Jetzt haben wir wieder die rechte Seite, die dran ist, stechen ein, 0,5 cm und kommen wieder raus. Und jetzt geht die Naht dann wieder direkt nach links. Bei mir ist das jetzt ein ganz kleines bisschen schief geworden. Es ist nicht die perfekteste Leiter, die ich je gesehen habe. Das ist aber nicht schlimm, wenn euch mal 1 bis 2 Nähte ein bisschen schief geraten sind. Euer Ergebnis wird umso exakter, je enger ihr diese Leiterstufen setzt. Also je näher ihr die Nähte zusammensetzt. Ich nutze hier jetzt 0,5 cm Abstand, aber wenn ihr das verringert, dann wird eure Naht noch exakter sein und noch besser verschwinden. Bei mir wird es sich ein ganz kleines bisschen kräuseln. Ich finde das aber so ganz schick und finde es auch wirklich gut, wie es dann am Ende aussehen wird.
Aber jetzt müssen wir erstmal diese Nähte noch bis zum Ende, bis runter setzen, bis an die Spitze des Keils. Wichtig ist, dass ihr auch nicht durch diese Schlaufe durchnäht, sondern immer an der Schlaufe vorbei, sonst müsst ihr, wie ich gerade, einmal zurück ausfädeln. Es muss dann am Ende wirklich so aussehen. Jetzt vernähen wir noch das Ende. Wir sind schon an der Spitze angekommen. Es wird auch schwieriger sein durchzustechen, wenn ihr eine dicke Nadel und dickes Garn habt, so wie ich. Je dünner die Nadel, desto besser. Wenn ihr am Ende angekommen seid, dann braucht ihr jetzt keine Leiter mehr setzen, sondern ihr setzt nur noch eine ganz kurze Naht für die Spitze und nur noch nach innen. Dann könnt ihr einmal an eurem Garn ziehen, wenn ihr das Dreieck entfernt habt, und macht das ganz langsam und vorsichtig. Dann zieht sich diese Naht so zusammen und hat dann diese perfekte, unsichtbare Naht. Jetzt müssen wir die noch vernähen. Dafür setze ich einfach immer ein paar Nadelstiche in diese vorgefertigte Naht rein. Also ihr hattet ja vorher schon die Naht, an der ihr angezeichnet habt. Und in der vernähe ich einfach meinen Faden so ein bisschen hin und her, mache das mindestens 3 Mal. Am Ende setzen wir dann noch einen Knoten und das macht die Naht dann bombenfest. Für den Knoten wickelt ihr das Garn 2-mal um eure Nadel, 1, 2, und zieht dann die Nadel einfach durch diese Schlaufen durch. Jetzt könnt ihr den Faden einmal ziehen, ziehen, ziehen. Und habe dann den perfekten Knoten für das Ende. Das sieht dann so aus. Wenn euch das nicht gelungen ist, versucht es einfach nochmal. Das schneiden wir jetzt ab und das Ganze ist auch schon fertig. Führt das auf beiden Seiten durch und euer Kleidungsstück wird enger. Wenn ihr das gut angezeichnet habt, genauso wie ihr es gehalten habt, dann wird das Ergebnis perfekt und das Kleidungsstück sitzt wieder total bequem und rutscht nicht mehr. Auf der linken Seite habe ich das Ganze nochmal gemacht und hier habe ich das dann ohne meine Pappe veranstaltet. Ihr seht, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann geht das ganz automatisch. Da weiß man dann anhand der Anzeichnung, wie der Keil auszusehen hat. Das ging dann für mich auch viel, viel schneller. Ein bisschen Übung macht hier auf jeden Fall den Meister. Hat dir mein Video gefallen? Dann freue ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann also beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Zauberhafte Grüße.